Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute nochmal zum Thema Toilette. Gestern hatte ich da ja auch schon ein Video zu gemacht, bezüglich zu dem ganzen Update. Und ich habe da auf jeden Fall eure Kommentare auch dazu gelesen. Also es war auch sehr zwiegespalten. Die einen finden das gar nicht mal so verkehrt, weil sie dann bei mir auch dann sehen können, wie ich mich dann wieder neu equippe. Sagen dann, okay, ist auf jeden Fall notwendig, dass du dich dann beim nächsten LD neu equipst. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, ja, das zu sehen. Das kann ich verstehen auf jeden Fall, weil das ist natürlich auch ein Riesen-Event und ihr seid da genauso gespannt wie ich, was mir das dann auch in Bezug auf die Dungeons dann bringen wird, wenn wir da so einen heftigen Stat-Boost dann auch erlangen, sag ich mal. Die anderen hat es dann genauso abgefuckt wie mich, dass man sich dann wieder neu equippen muss, obwohl man sich kürzlich gerade equipped hat. Und ja, deswegen, da ging ein bisschen so die Meinung hier und da auseinander. Deswegen hatte ich mir gedacht, ich mache heute nochmal eine Umfrage dazu. Bist du zufrieden mit dem Klo-Update? Ja, nein. Ganz simpel, ganz einfach. Findet ihr bei mir hier auf dem Beiträgen Kanal hier auf YouTube. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen und hier voten, ob ihr das Update gut findet oder nicht gut findet. Ansonsten verlinke ich euch das auch nochmal unten in den Kommentaren. Und wie gesagt, also ich finde das Update halt einfach, es ist halt einfach, ich hatte es ja gestern schon gesagt, so eine Verschiebung des Problems und nicht wirklich eine Lösung davon. Ne? Ich denke mal, da sind die meisten auch auf demselben derselben Meinung, denke ich mal. Es kam jetzt, und deswegen mache ich nochmal das Update hier heute zur Toilette, es kam jetzt nochmal ein kleiner Hotfix sozusagen, weil wir ja gestern gesehen hatten, zum Beispiel anhand dieser Waffe hier, dass die Attribute zwar extrem mitsteigen, auf jeden Fall, ja, aber der Waffenschaden nicht wirklich mitgestiegen ist. Das geht damit einher, dass halt eben die Late-Game-Chars da jetzt nicht so überproportional viel, beziehungsweise sogar teilweise weniger Durchschnittsschaden gehabt haben auf den Waffen, als das ursprünglich eigentlich gedacht war. So, ne? Das heißt, man hatte den Spielern quasi sogar wieder ein bisschen was weggenommen, um jetzt halt wieder da entgegenzuwirken. Und jetzt seht ihr halt, okay, Stat-Punkte passen auf jeden Fall, ist eine Macht, aber der Durchschnittsschaden ist nicht wirklich mitgegangen. Und jetzt haben wir heute neue Waffen hier im Shop, beziehungsweise neue Ware ist da. Und wenn ihr das jetzt euch mal vergleicht, das ist eine neue Waffe von gestern, 139 Durchschnittsschaden. Ne? Und jetzt nehmen wir mal hier einfach so eine Waffe. Und dann seht ihr jetzt hier, was passiert ist. Und zwar folgendes, wir haben hier jetzt auf einmal einen Durchschnitt von 362 mehr. Das ist natürlich wirklich, wirklich, wirklich krass. Wenn man sich das hier mal so anschaut, ne, und das war jetzt nicht mal Max Aura gewesen, glaube ich, ne, 1033 können wir erfinden. Da kann man natürlich jetzt auch ein bisschen drauf achten. Ich meine, da muss ich so wirklich sagen, ich finde das Ding hier oben, das finde ich wirklich ist ein gutes Update. Also an diesem ganzen Toiletten-Update hier, ne, jetzt hier mal abgesehen von dem, ne, also es hat schon einige Besserungen, das muss man wirklich sagen. Zum Beispiel halt hier dieses Waschen, ohne dass man jetzt hier zum Beispiel den Goldwert verliert und so, das ist schon okay, ne? Aber wie gesagt, dieses ganze Opfer und dieses ganze Opferzeug hier, dieser Opfer-Shit hier, im wahrsten Sinne des Wortes, ist, wie gesagt, das ist schon ziemlich krass auf jeden Fall, was hier halt eben mit einherkommt, wenn man sich so die Stat-Punkte und sowas alles anschaut. Aber was halt eben wirklich sehr nützlich ist, dass man hier sehen kann, okay, entspricht das Item jetzt hier meiner maximalen Aura-Stufe, was ich momentan gerade finden kann, ja, oder kann ich eventuell sogar noch ein besseres Item finden, oder ist das jetzt ein schlechtes Item so, ne? Das kann man jetzt hier halt ganz gut vergleichen und das war vorher halt nicht der Fall. Da weiß man jetzt halt eben ganz klar, wo man ist, jetzt sozusagen, ne? Guck mal, hier sind wir jetzt zum Beispiel fast am Top, ne? Hier haben wir jetzt hier, das Ding ist halt eben auch, man nimmt, wenn man jetzt zum Beispiel eine hohe Waffenschadenspanne haben will und ein Hauptattribut so zum Wechseln der Waffe einfach nur, dann nimmt man die natürlich mit
jetzt, ne? Wenn das alles passt. Dann wartet man jetzt nicht noch auf den einen Punkt, der mir jetzt noch fehlt, dass man jetzt noch eine bessere Waffe findet mit einer Aura mehr. Das ist natürlich klar. So, weil das ist natürlich hier schon ziemlich rare, sag ich mal, dass wir hier fast eigentlich so gut wie die Max-Spanne haben hier auf der Waffe, plus halt eben ein Hauptattribut. Ja, in manchen Situationen, eher im Early Game, wenn man da öfter nochmal die Waffe wechselt, hätte ich die jetzt hier safe mitgenommen und nicht noch auf ein Attribut halt oder eine Aura-Stufe mehr gewartet. So, jetzt gucke ich halt eigentlich eher so primär nach Epics, die wir uns hier noch mitnehmen können, weil wir haben ja jetzt gerade Epic-Event. Jetzt könnte man sich theoretisch halt eben einkleiden, ne? Kommt jetzt halt eben auch damit einher. Wir haben jetzt halt Epic-Event, das wurde zusätzlich dazu geschaltet, plus die Aktion halt im Shop mit, hier mit den 20% halt gerade auf Pilzen, ne, muss man sich, die Thematik hatten wir gestern im Video, muss man sich überlegen, möchte man sich jetzt neu equippen, episch und vorbereiten auf den Elevator oder kann man vielleicht den Elevator aussitzen und man wartet auf den Legendary Dungeon. Das ist jetzt halt eben so das Ding, ne. Jo, falls ihr mich da noch supporten wollt und ihr euch überlegt, okay, mir gefällt es eigentlich, was der Dude da macht, könnt ihr sehr gerne hier den Creator Code da eingeben. Ansonsten vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle Leute, die daran denken. Das nur so mal kurz nebenbei am Rande erwähnt. Riesensupport. Danke auf jeden Fall. Ja, und deswegen, wie gesagt, meine Pläne stehen da soweit fest. Und ich denke mal, ja, die meisten gestern aus dem Video haben das auch so unterschrieben, dass das eigentlich okay ist, sag ich mal. Ne, wie gesagt, so auf den anderen Accounts muss man halt gucken. Da wird es sich dann halt schon lohnen, gerade auf meinem Orkkrieger, da eventuell nochmal reinzugehen für den Elevator, den kommenden, dass man sich da neue Epics und so holt. Ne? Aber ansonsten, ja, wie gesagt, ist halt eben auch mein Plan, jetzt beim nächsten LD auf mein Main einmal neu equippen und dann warten, bis man hier dann auf der Max-Aura-Stufe dann gelandet ist. Ne? Vorher werde ich mich da nicht neu equippen, das lohnt sich auf jeden Fall nicht. Aber sowas hier, ne, wenn wir zum Beispiel so eine neuen Waffen im Shop haben hier, ja, das ist schon heavy shit, wirklich. Das ist schon wirklich heavy shit. So, und ich hatte auch 1, 2 Kommentare gelesen zum Thema Epics kaufen, beziehungsweise diese 10 Millionen Items hier kaufen, beziehungsweise die dann opfern im Vergleich zur Hexe bringen und so. Ich verstehe da auf jeden Fall euren Punkt. Also es geht halt darum, ist das worth, sich hier diese 10 Millionen Epics zu kaufen, weil man halt eben auf einen Skillpunkt jetzt verzichten würde hier, ja, weil ein Skillpunkt 10 Mille kostet, oder holt man sich jetzt hier die Epics für den Füllstand. So, ich verstehe da auf jeden Fall eure Denkweise, dass man sagt, ey, guck mal, du sagst ja selbst, die Aura-Stufe und die Stats hier, das sind alles temporäre Stats, die kann man sich jetzt holen, die kann man sich später holen, die kann man sich in 1 Jahr holen oder in 2. Ne? Versuch doch lieber dann zu min-maxen, ja, und nimm dann die Items mit, die keinen Verkaufswert haben, beziehungsweise die Items, die halt irgendwie so 1,25 Millionen Gold kosten, also fast gar nichts, und werf die ins Klo. So, dann dauert das zwar länger, aber du sparst dir jede Menge Gold. So, das verstehe ich natürlich, ne? Man muss jetzt nicht die Aura-Stufe hier rushen und hier dafür so viel Gold ausgeben. Man spart sich natürlich was, wenn man jetzt halt eben nicht versucht, der Erste zu sein, der Aura-Stufe 400 hat und dafür sich dann halt aber eben auf dem Weg dorthin deutlich Stats gespart hat. So, ne? Den Punkt verstehe ich auf jeden Fall. Ich persönlich bin halt, also ich verstehe die Logik dahinter, wie gesagt, und ich weiß auch, dass das effizienter ist, aber ich persönlich bin so ein Typ, glaube ich will das Ding hier so schnell wie möglich maximiert haben, damit ich hier meine Ruhe habe. So schnell wie möglich, dass ich hier dann nichts mehr reinwerfen muss. Ne? Das kostet mich dann zwar auch dann Gold und das ist dann auch ein bisschen uneffizienter, das stimmt, da gebe ich euch recht, kann ich zu 100% nachvollziehen. Würde ich an eurer Stelle auch nicht so machen, falls ihr nicht so der Typ seid wie ich, der sagen kann, ey, ich kann warten so, ne? Ich schmeiß dann mal was rein, wenn ich ein Item kriege, was keinen Verkaufswert hat oder so gut wie kein, ist auf jeden Fall effizienter, ja, auch goldsparender und für euren Account long-term gesehen besser, ja. Ich persönlich habe mir das auch überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Nehme ich jetzt zum Beispiel aus dem LD oder aus der Schattenwelt Items mit, die keinen Verkaufswert haben und schmeiß halt nur die Sachen rein, ja, oder
packe ich jeden Tag wirklich ein Epic rein und ist mir dann egal, ob es 10 Millionen kostet oder nicht. Ich persönlich, wie gesagt, ja, also ich nehme den kleinen Nachteil in Kauf, dass ich ein bisschen weniger Gold bekomme so, ne? Und dass ich da ein bisschen Gold für ausgebe. Es ist nicht das Optimalste, aber ich möchte das Ding halt, wie gesagt, so schnell wie möglich hier durch haben. Ich möchte damit nichts mehr weiter zu tun haben. Und ja, deswegen genau, werde ich das auch so handhaben, dass ich mich mit Epics eindecken werde. Und ich werde wahrscheinlich jetzt auch nochmal aufladen, mich dann nochmal hier voll müllen mit epischen Gegenständen, dass ich hier jeden Tag was zum Reinwerfen habe. Und das kostet mich dann zwar Gold und auch Pilze, aber ja, das ist mein Ding halt. Das ist halt mein Ding, ja, dass ich das Feature schnell beendet haben will. Auch wenn es nicht, ich verstehe, dass das maximal, also dass das Beste ist. So, ne? Man hat natürlich auch Zeit. Ob man sich jetzt nun in 2,5 Jahren oder in 3 oder 4 Jahren neu equipt, auch auf Aura-Stufe 400, ist ganz egal. Ne? Wenn man sich bis dahin Gold spart, ist das halt besser. Definitiv. Aber ja, ich will das Ding hier schnell maximiert haben und das ist es mir in dem Falle, oh shit, Alter. Das ist mir dann in dem Falle wert, da auf ein paar Step-Punkte zu verzichten. Deswegen nehme ich das Ding auch mit hier. Ne? Tut natürlich auch ein bisschen weh, das stimmt natürlich, aber ja, das ist halt eben so. Genau, das Ding auf jeden Fall. Ne? Ja, ansonsten, Freunde, schreibt mir da sehr gerne nochmal eure Meinung zu rein. Oh mein Gott, direkt die nächste Waffe hier am Start. Ja, falls ihr da nochmal irgendwelche Updates und sowas jetzt habt, ne? Wie gesagt, Waffenspanne wurde jetzt nochmal verbessert auf jeden Fall. Ansonsten nehmt sehr gerne an der Umfrage hier teil. Würde mich interessieren, wie das Ganze hier so ausfällt. Und ja, das soll es dann soweit von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.